Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns unschwer zu erkennen auf dem Main-Account und zuallererst schauen wir uns mal um, ob wir hier irgendwas zur Hexe bringen können. Leider nein. Ja, Handschuhe sind heute dran, nicht erwünschte Zutat, sehr schade. Ja, ich habe wieder eine kleine neue Mission hier auf dem Account. Es gibt ja nicht mehr allzu viel zu tun und man muss sich immer irgendwelche Zwischensteps suchen, ne, weil immer oft gefragt wird, ja, was man tun kann oder wie ich da meine Motivation nach etlichen Jahren daraus ziehe, immer noch am Ball zu bleiben und ja, hier immer noch weiter zu spielen, ja, und so eine Ausdauer dann halt ja an den Tag zu legen. Und das Ding ist halt einfach, man hat nachher später nicht mehr sehr viel Content, den man freischalten kann. Die Dungeons hat man auch nicht mehr großartig viel zu tun und generell ist es eigentlich nur noch so Alu-Geklicke. Das ist halt auch der Grund, warum viele Leute einen Server starten immer spielen und dann relativ schnell aufhören, weil es dann relativ schnell sehr eintönig werden kann. So, ne? Und deswegen, ja, mir persönlich macht es Spaß, einen Account richtig zu spielen und dafür aber, ja, da alles an Herzblut reinzustecken und genau. Es ist halt immer, der Weg zum Ziel ist halt eben, ja, der Weg selber, sag ich mal, der Weg ist das Ziel, ne? Und für mich persönlich sind halt so kleine Motivationspunkte immer ziemlich nice und es gibt so kleine und große Motivationspunkte, zum Beispiel ein großer Motivationspunkt für mich persönlich ist jetzt zum Beispiel Stufe 600 erreichen. Das ist für mich ein großes Achievement, ja. Ein großer Zwischenstep wäre dann wieder 650 und dann der nächstgrößere 700. Das sind so sehr große ja, Meilensteine, die man zwischendurch erreicht. Andersrum gibt es aber auch noch so kleine Zwischensteps, zum Beispiel wie Intelligenz. Da haben wir jetzt bald die 250.000 geknackt. Das ist jetzt so mein nächstes Ziel, was ich mir auch setze. Ja, 150 war auch ein Step gewesen hier, ne? Nachdem hier die 250.000 geknackt sind. Überlege ich, ob ich vielleicht dann auf die 200.000 hier bei Ausdauer gehe. Muss ich mal gucken. Ich habe relativ wenig Ausdauer, bin halt aber auch ein Magier so. Ist nicht verkehrt, ein bisschen mehr Intelligenz zu haben. Und ich hatte ja schon öfter erklärt, ich selbst, die Ehrenhalle, also ich werde verrückt, muss ich sagen. Ich werde hier immer auf irgendwelchen random Rang gesetzt, ja, und will eigentlich nur auf Platz 1 und dann funktioniert das immer nicht. So, okay, gut. Ja, also ich hatte es ja schon mal erklärt, ich habe relativ viele Magier als Konkurrenten auf meinem Server um mich rum, deswegen ist dort eigentlich eher die bessere Taktik, auch mehr auf Intelligenz denn zu skillen, um halt eben auch dementsprechend bessere Chancen gegen die anderen Klassen der gleichen, ja, die das gleiche Hauptattribut teilen, auszuteilen, so, ne? Weil das Hauptattribut jeder Klasse ist halt auch gleichzeitig so, ja, Verteidigung irgendwo, ne? Angriff ist die beste Verteidigung, wenn man hier mal auf das Attribut geht, dann steht dort auch, es hilft dir, dich gegen diese zu verteidigen, so, ne? Kann man jetzt ganz grob so mal umfassen und in der internationalen Ehrenhalle sieht es halt ähnlich aus, da bin ich zwar gerade nicht drinne, auf S31 hier, da ist der Teufel gerade am Start, aber generell sind hier auch sehr viele Magier und deswegen sollte man dann immer eher so 60-40 skillen, wenn man viele von der gleichen Klasse um sich rum hat. Wenn man gemischt hat, dann ist dann eher ja, 55, 45 empfehlenswert und ja, als Krieger generell ja, ist es auch ganz gut, sag ich mal, 50-50 auch nachzugehen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Skillung und haben auch die besten Spieler weltweit, haben hier auch, hier zum Beispiel der Viper, weiß ich, ist auch 50-50 Skillung. Das hier ist auch sehr schön hier, das Bild, ja, nice. Und ja, wie gesagt, wir haben heute den nächsten Zwischenstep und zwar der Arena Manager, ja. Es gibt ja hier jetzt seit dem letzten Update einen Endscreen für den Arena Manager und den will ich haben. Den habe ich nicht, den will ich haben, den muss ich haben. Ich habe ihn schon gesehen, der sieht sehr nice aus. Das heißt, wir müssen noch ein paar Mal opfern. Ich will den fahrenden Händler eigentlich nicht benutzen, weil ich habe schon gemaxte Runes ja, hier auf dem Server. Also wozu soll ich hier noch irgendwelche ja, Tagesskips kaufen, wenn ich eh nicht mehr davon profitiere. Das Einzige, ja,
was es mir halt bringen würde, ist, dass ich schneller an dieses Achievement rankomme. Das ist jetzt aber für mich so persönlich so ein kleiner Grind jetzt wieder, den ich nebenbei habe, worauf ich mich ein bisschen freuen kann, wo ich dann darauf hinarbeiten kann, und das will ich mir dann nicht vorwegnehmen. Davon mal abgesehen habe ich hier eh schon mehr als genug in den Arena Manager so reingesteckt. Ne, das dauert ja immer ein bisschen, bis man den halt einigermaßen komplettiert hat. Und ja, seitdem ich dann hier gemaxte Runen habe auf dem Account, seitdem her habe ich den Arena Manager auch kein einziges Stückchen mehr weitergespielt. Hat sich für mich nicht wirklich gelohnt und war auch nicht wirklich interessant, weil was sollte ich noch damit? Ich bin ja sowieso schon gemaxt von den Runen her. Ja, und jetzt gibt es halt wieder so einen kleinen Anlass, hier mal wieder zumindest ein bisschen vorbeizuschauen, wie Schielaugen, ne? Dass man hier mal so ein bisschen das Achievement auch mitnimmt, denn das sind ja auch immerhin 5 Skillpunkte auf jedes Attribut und ein Skillpunkt in Ausdauer oder ein Skillpunkt in Intelligenz kostet bei mir ja schon 10 Millionen Gold. Deswegen lohnt sich das schon. Außerdem, ich habe den Endscreen schon gesehen, ich weiß, wie er aussieht und ich finde ihn eigentlich ganz nice und möchte ihn eigentlich auch sehr gerne selbst haben, ja. Das ist so der Hauptgrund, ne. Ansonsten haben wir hier im Sammelalbum halt jetzt ein weiteres Achievement, was wir jagen können, ne. Hier, das fehlt uns noch, da fehlt uns noch ein einziger Gegner und Olymp auch. Das waren so die letzten 2 Achievements, die offen waren, ne. Und die werden aber auch noch sehr, 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 sehr lange dauern, bis wir die eines Tages mal erreichen und uns einheimsen. Hier haben wir aber den Runenkaiser, sammelt 10 Novem Quadragintillionen Runen im Arena Manager. Das Achievement, das brauchen wir, das müssen wir uns einheimsen und das müssen wir auf jeden Fall in unser kleines Büchlein hier mit übernehmen. Ne, wir sehen hier unten 90 von 93, deswegen da ist Potenzial und sind halt wieder so ein paar Skillpunkte für ein Main. Kann man machen. Ist nicht die Welt, aber ist auf jeden Fall, will man, denke ich mal, nicht liegen lassen so, ne? Und halt wieder so eine kleine, für mich so ein kleiner Grind in dem Spiel. Also das Spiel selbst ist ja an sich schon ein Grind so, ne? Und das ist halt sehr, repetitiv auf Dauer gesehen, ne? Deswegen kann man mal hier und da immer ein bisschen die Pets mit dem Rahmen, Alter, ist auch geil hier. Deswegen kann man hier und da mal immer ein bisschen Abwechslung mal schaffen und das tut auch ganz gut. Und das finde ich ist auch so ein bisschen der richtige Weg, den ja Jackson Fidget hier auch so einschlägt mit den temporären Events, wie jetzt zum Beispiel hier den Elevator oder den Legendary Dungeon. Das geht meiner Meinung nach in eine richtige Richtung, weil das Game als solches an sich ist schon ziemlich vollgepackt und ziemlich, ich würde sagen, ausgeschöpft, was den Daily Content angeht, den man jeden Tag hier leisten muss in dem Spiel. Das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr allzu wenig, was man hier jeden Tag, wo man hier jeden Tag so nachgehen muss, ne? Und wenn jetzt noch ein weiteres Kernfeature mit dazukommen würde, das letzte Kernfeature war ja der Arena Manager gewesen, was man täglich bedienen musste, bis man es halt irgendwann durchgespielt hat, so, ne? Wenn da noch so ein Feature jetzt hier noch mit weiter hinzukommen würde, dann würde das Game langsam schon ein bisschen überlaufen und man muss ja auch immer an die Server-Start-Leute denken, die dann halt so viel Content auch gleichzeitig machen müssen. Bei mir im Late-Game geht es natürlich, da ist nicht mehr sehr viel los und ich persönlich freue mich natürlich über neuen Content, aber man muss es natürlich auch für die breite Masse sehen. Deswegen so eine temporären Events wie jetzt Elevator oder Leggy Dungeon, die halt nur für eine bestimmte Zeit da sind. Das ist erstmal was, worauf man sich freut, weil es halt temporär ist, es kommt nicht so oft vor. Gibt dir ganz nice Sachen so. Und du hast halt eben diese 10 Tage meistens, wo du halt ein bisschen mehr spielst. Aber du weißt halt eben, das geht halt eben nur 10 Tage und nicht irgendwie den Rest deiner Jackson Fidget Daseinskarriere, sag ich mal, ne? Und
ja, das ist ein ganz gutes Mittelmaß, so wie ich das finde. Und deswegen finde ich diese temporären Sachen eigentlich relativ cool und bin gespannt, was da noch alles so Temporäres in Zukunft kommen wird. Ne? Der Legendary Dungeon war ja der erste, damit hat angefangen. Elevator ist jetzt eben dieses zweite temporäre Event gewesen und da bin ich mal gespannt, was da uns noch so in der Zukunft erwarten wird. Ne? Jo, aber das soll es erstmal soweit für heute wieder gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Also wie gesagt, neue Mission hier, den Arena Manager ja, zu Ende stellen, bis zum Endscreen kommen und uns damit ein neues Achievement sichern. Das war es soweit von mir. Ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.